Salve! Und wieder ist eine neue Münze angekommen, die wir gemeinsam auspacken und betrachten werden. Es handelt sich um einen Denar, also eine römische Silbermünze aus dem 1. Jahrhundert. Und der darauf abgebildete Cäsar ist euch vielleicht aus der Serie Those About to Die, also übersetzt die dem Tod Geweihten, bekannt. Wow, die kleine Münze ist ja wirklich gut verpackt, was definitiv für die Sorgfalt des Auktionshauses spricht. Um euch während des Auspackens nicht zu lange auf die Folter zu spannen, kann ich euch mal so viel verraten. Es handelt sich um eine Münze des Domitian als Cäsar, also dem Sohn des Kaisers Vespasian, der als Sieger der Kämpfe des Vierkaiserjahrs hervorging. Und genau zu dessen Regierungszeit ließ er den Denar für seinen Sohn mit einem extrem attraktiven und spannenden Rückseitenmotiv prägen. Es herrschte also Bürgerkrieg in Rom im Jahr 69 nach Christi und während Kaiser Vespasian und sein Sohn Titus sich gar nicht in Rom aufhielten, überlebte Domitian die Kämpfe in Rom nur knapp, während sein Onkel in Rom sogar ums Leben kam. Mit der Ankunft Vespasians in Rom begann die Dynastie der Flavier. Seine Söhne Titus und Domitian wurden sofort zu Cäsaren ausgerufen und während Titus stets an der Seite seines Vaters kämpfte und Regierungsverantwortung mittrug, gab es für Domitian keine solchen Aufgaben und man könnte sagen, er war ein Stück weit unterfordert. Es freut mich, dass die Münze sogar in einer Münzkapsel angeliefert wurde. Das ist nicht immer üblich. Aber sehen wir uns den Neuzugang erst einmal genauer an. Die Münze wurde in der Münzstätte Rom zwischen 76 und 77 nach Christi geprägt. Damals regierte sein Vater Vespasian und Domitian hatte den Titel Cäsar, hatte aber als Thronfolger eigentlich nur eine untergeordnete Rolle, da der ältere Bruder Titus bereits mit seinem Vater gemeinsam regierte. Die Büste mit sehr erhabenem Relief zeigt den lorbeergekrönten Kopf des Domitian nach rechts. Bei genauem Betrachten erkennen wir sogar die einzelnen Locken im Haar. Besonders interessant ist der recht wulstig ausgeprägte Hals und Nacken, der eher an die Büsten des Vespasian oder Titus erinnert. Die vollständige Umschrift mit dem Buchstaben zum Zentrum gerichtet lautet Caesar Augusti Filius Domitianus, was übersetzt bedeutet Domitian Caesar, Sohn des Augustus. Besonders erwähnenswert ist im Zusammenhang mit dieser Münze die Verbindung des Kaiserhauses zum Gott Apollo, dem Gott der Künste, der von Domitian besonders verehrt wurde. Domitian wollte wie Gott Apollo eine Ära der künstlerischen Blüte und geistigen Erleuchtung einleiten. Aber wie gesagt, das Interessante an diesem Denar ist sein Rückseitenmotiv. Es zeigt Pegasus, ein geflügeltes Pferd mit erhobenem linken Vorderlauf nach rechts schreitend. Die Verbindung zwischen Apollo und Pegasus in der römischen Mythologie lässt sich durch 3 eng miteinander verwobene Ideen erklären: die göttliche Inspiration, die künstlerische Perfektion und die Überwindung irdischer Grenzen. Die Umschrift lautet Cos 4 und verweist auf Domitians 4. Amtszeit als Konsul, die er im Jahr 76 nach Christi antrat. Er war zu diesem Zeitpunkt erst 25 Jahre alt. Pegasus war in der Mythologie ein göttliches Geschöpf und diente als Reittier, um seinem Herrn Blitze vom Olymp zu holen. Er war der Transporteur des Himmels, der die Verbindung zwischen den Menschen und Apollo herstellte und damit eine Brücke zur Sphäre der Götter schlug. Die Kombination von göttlichem Gefährt und Inspirationsquelle steht sinnbildlich für den unsterblichen Ruhm, der dem Kaiser durch den feierlichen Bezug zu Apollo zuteil wird. Sie transportiert die Botschaft, dass Domitian wie Apollo eine Ära der künstlerischen Blüte und geistigen Erleuchtung einleitet. Wie uns die Geschichte später zeigen wird, wurde Domitian genau dieser Vergleich seiner Person mit den Göttern später zum Verhängnis. Im flavischen Münzsystem ist das Reversmotiv Pegasus relativ ungewöhnlich, was die Prägung gezielt für propagandistische Zwecke hervorhebt. Es kopiert bewusst einen seltenen Münztyp des Augustus, um eine politische Brücke zum ersten Kaiser Roms zu schlagen. Dass die imposante Pegasus-Darstellung der Hauptgrund für meine Kaufentscheidung war, ist wahrscheinlich nicht schwer zu erraten und so geht ein weiteres Stück antike Geschichte in meine Sammlung über.
Schreibt mir einen Kommentar, wie euch das Pegasus-Motiv gefällt. Und über einen Daumen hoch freue ich mich natürlich auch. Wenn ihr weitere interessante Videos über römische Münzen sehen wollt, klickt in eines der Felder auf der rechten Seite. Wir sehen uns dann in einer nächsten Folge wieder.